Hier ist wieder Dale von Watch David. Ich melde mich aus meiner 4-wöchigen Sommerpause zurück und ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Dafosa. Schaut euch das bitte mal an. Dafosa Argonautic BG BS Automatik. Es gibt eine kleine Revolution, denn es gibt einen ganz neuen Werkstoff. Beyond Stahl. Habe ich vorher so auch noch nichts von gehört. Ich konnte ihn natürlich nicht auf Herz und Nieren prüfen, aber die Werksangaben lesen sich wirklich ganz, ganz fantastisch. Gehen wir gleich nochmal im Review drauf ein. Ihr seht das auch schon mal von der Seite. 13,5 mm hoch, 42,5 Durchmesser. Aber interessant ist der Bandanstoß. Da liegen wir gerade bei 51,2, was super im Durchschnitt ist, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern eben Durchschnitt für durchschnittliche Arme. Und sie trägt sich dadurch wirklich sehr, sehr angenehm. Jetzt bei meinem dünnen Handgelenk. Ich mache es mal eben um. Sie ist mir ein bisschen groß. Deswegen muss ich sie hinten mal festhalten. Aber hier könnt ihr sie sehen. Am Handgelenk. Hoffe ich, dass man es sehen kann. Ich zeige es gleich auch noch mal im Unboxing. Das ausführliche Review ist bereits seit Wochen in meinem Blog. Dort findet ihr auch eine ganz interessante, coole Story zum Thema Argonautik, wo der Name herkam, was die Idee dahinter ist, zum Thema goldenem Vlies etc. Lest euch das mal durch, ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ja, Link wie immer unten in der Beschreibung. Wir gucken uns gleich die Uhr im Unboxing an. Weitere coole Fotos auch zum Thema Loom etc. sind auch im Blog. Ja, schaut es euch mal an. Alles, wie gesagt, unten in der Beschreibung verlinkt. Auch direkt der Link zum Shop zu Dafosa, wo ihr die Uhren bekommen könnt und wo ihr auch die ganzen Modelle seht. Es gibt insgesamt 4 Farben. Hier, wie gesagt, das weiße Modell. Sieht sehr edel aus, hatte ich so auch noch nicht als Taucheruhr. Ich finde es super, auch gerade zum Anzug oder jetzt auch zu den heißen Sommertagen hatte ich sie auch öfters um. Schön zum Polo oder zur Leinenhose, sieht echt gut aus. Wie halt fast jede Taucheruhr, ne? Taucheruhren kann man ja auch nicht genug bekommen und deswegen solltet ihr euch unbedingt diese Dafosa anschauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Unboxing. Jetzt geht's kurz zum Unboxing. Da ist das gute Stück. Die ganze Uhr war natürlich schon komplett eingeklebt. Ich habe sie schon ausgepackt und die Folie natürlich überall abgemacht, weil ich musste ja die Fotos machen. Also wenn ihr die Uhr neu bekommt, ist natürlich alles foliert. Hier ist noch das Logo zu sehen. Ja. So, hier haben wir das gute Stück. Ja, ist schon eine tolle Uhr, ne? Also muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, die kleine oder große Revolution sieht man hier auf der Lünette. Beyond Stahl. Und das Coole ist, das Ganze soll fast so schwer sein wie Gold und fast so hart wie Diamant. So, hier jetzt auch noch mal am Arm. Ja, also durch diese Bandanstöße, wie schon erwähnt, von 51,2 von Lack zu Lack passt sie halt echt super, ne? Selbst bei mir und auch bei vielen anderen. Ja, das Einzige, was man eben wirklich merkt, ist das Gewicht. Denn wenn ich schon das neue Material verwende, den Beyond Stahl oder Beyond Stahl, Stahl vor allen Dingen, den Beyond Stahl, welcher wesentlich besser ist als Stahl und sogar Titan in den Schatten stellen soll, dann kommt man natürlich auch auf ein ziemlich hohes Gewicht. Und zwar liegen wir hier bei 208 Gramm und die merkt man halt, ne?
Ganz klar. So, klassisch Schnellverschluss. Klapp hier auf, aufklappen, fertig. Was eben noch interessant ist, guck mal hier, ob wir es hier sehen, da seht ihr die Verlängerung. Klappe ich hier aus, kann ich dann super über dem Neoprenanzug tragen. Seht das? Zack. Schöne Taucherverlängerung. Sehr gut gelöst. Feinjustierung. Also hier nochmal, hier auch die Lünette. Rastet super sauber ein. Ja, wirklich super top verarbeitet. Kann wirklich sagen, dass es sich hier um eine Premium-Uhr handelt, die noch nicht einmal 1000 Euro kostet, und das ist wirklich echt spannend. 928 Euro kostet die Uhr. Sie gibt es in 4 Farbvarianten, wie eingangs erwähnt. Schaut sie euch mal im Shop an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und die neu designte Lünette ist wie gesagt aus dem Beyond Stahl. Ja. Ob das jetzt härter besser ist als Keramik, das kann ich nicht beurteilen. Ich finde es optisch ziemlich cool, weil die Struktur, ich mag die Struktur halt sehr, weil sie dem Edelstahl, ja, weil sie so aussieht wie Edelstahl, ne? Und wenn sie dann dadurch viel härter ist, ist das natürlich eine feine Sache. Ja. So, Zifferblatt. Ich mache mal eben das Logo mal ein bisschen frei. Ja, also es hat das Zifferblatt hat so einen ganz leichten Touch zum Beige, was man hier bei direkter Einstrahlung eben nicht sieht. Genau. Hier sehen wir die Krone. Und hier bei 10 Uhr das Heliumventil. Der ganze Mittelbau besteht nach wie vor aus Edelstahl und verbaut ist ein Sellita SW 200-1 Elaboré. Das ist genauer als die Standardversion und Dafosa nennt das Ganze DAV 3021. Das ganze Uhrwerk hat 28.800 Halbschwingungen, 38 Stunden Gangreserve. Es ist BGW 9 Super Luminova verbaut. Hier nochmal der Loomshot. Ja, super Schweizer Qualität. Und ja, die fühlt sich halt auch super an, ne? Und wie gesagt, ich hatte sie ja schon um. Ja, sie trägt sich halt auch wirklich klasse. Also ich mag das ja, Taucher kann man nie genug haben. Und so eine weiße Variante ist natürlich top. Wie gesagt, die anderen Farben sind auch alle super. Das ganze Tauchermodell Argonautic gibt es ja schon seit 2008. Und man kann mittlerweile schon von einem Klassiker reden. Es hat eine riesige Fangemeinde. Und ich kann jetzt auch verstehen, warum. Bei mir lief Dafosa bisher immer so ein bisschen unterm Radar. Hatte ich nie so wirklich auf dem Schirm, aber zu Unrecht, muss ich ganz klar sagen. Denn das ist wirklich was ganz, ganz Feines, was hier gebaut wurde. Und man bekommt hier ganz, ganz viel Uhr für relativ wenig Geld. 928 Euro, da kann man wirklich nichts sagen. Ja. Was sagt ihr denn dazu? Ist das eure Farbe? Ist das eure Uhr? Was ist eure Lieblingstaucheruhr? Könntet ihr euch auch vorstellen, eine Dafosa am Arm zu haben? Oder vielleicht habt ihr ja schon eine. Würde mich freuen. Gerne unten in den Kommentaren. Und Fragen gerne jederzeit. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch was. Ciao.